Ja gut, Tag allerseits. Mein Name ist Markus Kafka und das hier ist Martin Kohlstedt. Martin, schön, dass du uns hier bei dir in deinem Zuhause empfängst, um mit uns über deine Musik, über dein neues Album Kluft im Speziellen und über dich zu sprechen. Danke schon mal dafür. Ja, schön, dass du da bist. Erste Frage, Martin, hattest du schon mal zu deiner Musik Tränen in den Augen? Es gibt tatsächlich Momente, wo eher der Klang, sage ich mal, als ich das allererste meinen Fender Rhodes angeschlossen habe und habe dann ein Eventide Space Gitarrenhallgerät dahinter geschaltet, konnte ich wirklich nicht an mir halten. Da habe ich mir nicht mehr getraut, noch eine weitere Taste zu drücken. Ich habe es dann gelassen für den Abend und habe gesagt, ich mache morgen weiter. Ich habe es bei diesem einem Akkord gelassen. Es war was völlig Einfaches, aber es war wunderschön. Und seitdem nicht mehr? Doch, ja. Es reißt einen schon immer wieder raus. Vor allem schafft man ja mit den eigenen Stücken schon, wie soll ich sagen, wie so Zeitpunkte, an die man zurückkehrt und mit denen man dann immer wieder verschmilzt und sie nochmal in den Kontext setzt. Was damals Sehnsüchte waren, ist ja dann irgendwann zur Hälfte Realität geworden und das kann man quasi, das Vergangene kann man auf einmal in die Gegenwart holen und dann irgendwie die Zukunft draus schrauben und so spielt man mit den eigenen, ja, schönen Gefühlszuständen, aber auch mit den vor allem konfliktreichen und da kommt natürlich wirklich immer wieder alles hoch, klar. Dafür ist es Musik. Ja, die Frage von mir, die ist natürlich autobiografisch gefärbt, weil mir passiert das in schöner Regelmäßigkeit bei deinen Konzerten, dass ich mich dabei ertappe, wie so ein Tränchen aus dem Auge läuft. Auch zu Hause, wenn ich deine Musik höre, in bestimmten Situationen. Ich gucke um mich rum bei deinen Konzerten, da geht es anderen genauso. Und um es kurz zu machen, es geht mir auch auf deinem neuen Album Kluft so. Und dafür danke und ein großes Kompliment. Puh, schön. Mir fällt immer wieder auf, dass durch diese Musik, oder es ist eines der schönsten Dinge, die ich rausfinden durfte. Ich habe das ja lange nur für mich gemacht und habe gedacht, man kesselt da so sein eigenes in so kleine Blubberbläschen ein. Aber dass das so übertragbar ist, dass die Menschen mit sich ins Gericht geraten oder in so eine eigene Welt, dann kriegt das einen völlig eigenen Drive. Und das macht... Das hat es für mich besonders gemacht, das eben auch zu veröffentlichen oder damit nach außen zu gehen. Dass ich das sogar im eigenen Freundeskreis bemerkte, dass man das so wegwischen konnte und mit, weiß ich nicht, Unterbewussten ersetzen konnte. Das ist schon viel wert und irgendwie auch eine verrückte Macht. Wir werden dann noch tiefergehend drüber sprechen, wenn wir auch noch mal im Detail über deine Konzerte sprechen. Weil wir bei dir zu Hause sind und im Hintergrund ein Flügel und ein Synthesizer zu sehen sind, wie viel vom neuen Album ist denn hier entstanden? Es ist schon alles zu Hause entstanden, würde ich sagen. Also man schleppt schon sehr, sehr lange loopartige Gebilde oder ich sag mal so Muster mit sich, die dann zum richtigen Zeitpunkt eben übereinander kommen. Und hier entsteht recht dreckig, würde ich sagen, und skizzenhaft eine schnelle Aufnahme von dem, was ich denke. Ich muss so ähnlich wie live das Stück kommen lassen und dann habe ich nicht viel Zeit. So ein bisschen wie beim Pokémon-Fangen bleiben mir da 5, 6, 7, manchmal nur 10 Minuten, um die eigentliche Idee einzukesseln und das geht am besten zu Hause mit einem schnellen Rekordknopf und irgendwie einem vorbereiteten Projekt. Dass das dann schön wird und die ganze Sache eine Betrachtungsweise dazu bekommt, das Unbewusste dann mit Bewusstem zusammenkommt, das mache ich dann in Studios. Da reise ich extra nach außen, um rauszuzoomen, um die Perspektive zu verändern auf die Stücke. Habe da auch einen guten Freund Titus, der mit mir dann quasi so einmal diese ganzen Spuren durchscannt. Wir legen das neu an und da kommt bei Kluft waren da 60 Stücke zur Auswahl ungefähr und dann geht es auch neben dem Komponieren eben viel ums Kuratieren, ums Diskutieren und zu bemerken, was ist jetzt echt und was habe ich gebaut. Und das ist bei Kluft eine ganz verrückte Reise gesehen, weil ich ganz viel von mir wollte, aber das nicht war. Und da war eine ganz spannende Kluft dazwischen.
Da ist jetzt schon einiges drin, da muss ich ja gleich 18 Mal nachhaken. Ja, das ist viel. Also vielleicht sollten wir für Leute, die mit deiner Arbeitsweise noch nicht so vertraut sind, erstmal erklären, wie du grundsätzlich arbeitest. Du selbst bezeichnest es ja als modulares Komponieren. Für Kompletteinsteiger und Laien, wie würdest du das in eigenen Worten beschreiben, sodass es jeder versteht? Vielleicht ist ein guter Weg zu erklären, dass das wie mit Lego-Bausteinen funktioniert. Man hat eine Auswahl an Mustern. Ich kann die in jedem Tempo und in jeder Tonart spielen, auch in Taktarten wechseln und bringe die eben zufälligerweise oder fast mit einer Art kalten Wassermethode zusammen, damit sich die gegenseitig ernähren oder befruchten oder eben vielleicht sogar zerstören. Das ist wie so ein reaktives Verhalten, als wäre da so eine Alchemie dahinter. Und dann nimmt man das eine und das andere, packt das zusammen und schaut, was passiert. Eigentlich gilt es nur zu verhindern, zu berechnen, was als nächstes kommt. Weil ich ein sehr großes Potenzial darin sehe, dass die Intuition besser ist als das, was sich vielleicht das Gehirn manchmal so vorstellt und ausdenken möchte. Okay, jetzt hast du gesagt, du hattest 60 Stücke. Ungefähr. Auf dem Album sind 12. Was passiert mit den restlichen 48? Werden die in irgendeiner Form live vielleicht mal auftauchen? Da werde ich nichts gegen tun können. Genau, da sind wir wieder bei der Intuition. Sie finden so oder so mit statt. Und was aber passiert ist, dass mir mindestens die Hälfte davon eben durch die Finger gerieselt ist. Es ist manchmal wie so Träumen oder Realität. Mir war es sehr, sehr wichtig, dass ich das möglichst echte abbilde. Ein schwer missbrauchter Begriff in der Popkultur, aber ich sag mal, um das Echte herauszufinden, ist es leider ein sehr emanzipationslastiger Prozess, der aber nicht mit der Einfachheit zu tun hat, sondern man muss sich furchtbar viele Dinge eingestehen und man muss auch manchmal einfach schulterzuckend da sitzen und sagen, das ist es nicht. Und da habe ich wirklich große Druckluftschlösser gebaut, elektronische Riesenstücke, wo ich dachte, das haut rein und so weiter. Aber wie viel davon ich war, hat sich dann erst im Laufe der letzten 2 Jahre so richtig entschieden. Und da lasse ich sehr, sehr viel durchdiffundieren, bis ich herausfinde, stimmt, dieses Stück, was ich da so versehentlich morgens um 4 eingespielt habe, das ist leider viel echter und viel näher dran an dem, was ich da versucht habe zu bauen mit 172 Spuren oder so. Weil jetzt ja schon der Albumtitel ein paar Mal fiel, vielleicht sollten wir über den auch noch mal kurz sprechen. Kluft, die Ambiguität des Begriffes könnte, und das legt das Cover nahe, das Artwork geologisch eine Bedeutung haben, aber auch im übertragenen Sinne. Also die Kluft zwischen Menschen oder Gruppen. Hat es denn beides oder ist es eher so auf eine Gesteinsformation bezogen? Wir benutzen tatsächlich, wenn wir darüber sprechen bei uns im Team, oft diese Naturbildnisse nur als sehr, sehr weit rausgezoomte Metaphern. Die sollen auch gar nicht irgendwelche großen Bedeutungen vorgeben, sondern eher Freiraum lassen. Das, wie du im Konzert eben frei von großen Bildnissen arbeitest, dass diese deutschen Worte bei mir vorne an dieser Alben kennzeichnen, ist eher eine Reihe, die einfach immer wieder aus diesen Dualismen bestehen und vor allem Worte, die in sich nochmal mehrere Bedeutungen haben. Ne? Die Flur und Feld, das kann die weite Flur sein, es ist aber auch gleichzeitig ein Raum, an dem so viele Optionen dran. Feld, das kann das elektronische Feld sein, ist aber auch tatsächlich wiederum ein Naturbildnis. Strom ist könnte ein Fluss sein oder eine Bewegung von Wasser, ist aber auch gleichzeitig ein elektronische Metapher. Und das war schon immer irgendwie Teil dieser Erzählung. Und bei Kluft ist es nun wieder so, dass ich absichtlich auch eine große Freude an diesem deutschen Wort eben hatte, weil es in der Lautmalerei schon fast so musisch ist. Es ist so unglaublich da. Und ich habe das auch im Kopf schon mir so vorgestellt, wie dann so internationale RadiomoderatorInnen dann so Kluft und Klaft und irgendwie versuchen, dem eine Bedeutung beizumessen. Und das ist so schön, weil sofort mit diesem Wort
eine Erklärung einhergehen muss. Und Leute müssen sich das eben also auch eine Weise herleiten, woher es kommt. Und kann sogar noch eine dritte Bedeutung haben, ne? So als Pfadfinderkluft oder Zunftkluft. Ganz genau. Ja, es hat wirklich viele, viele Wege. Aber insgesamt liegt es einfach, wenn man den Kreis schließen möchte, ist die Kluft eben ein Bruch, eine Irritation im normalen Dasein. Ich kann noch nicht richtig reflektieren, ob das eine eigene Midlife-Crisis ist oder war. Es geht eher darum, dass es davor ein Leben gab und irgendwie danach. Und die letzten 2 Jahre haben schon da nochmal ein ganz schönes Tal reingebracht. Ja. Es ist auf dem Album auch so, dass eine Dramaturgie drin ist und dass eine Geschichte erzählt wird, eine Handlung nachvollziehbar ist und dass trotzdem aber jedes Stück für sich nochmal selbst stehen kann. Jetzt frage ich mich, wie schaffst du das? Wie hast du das erreicht? Weil du hast ja gesagt, so, du musst dich erstmal entscheiden, dass ein Stück fertig ist. Mhm. Dann gibt es vielleicht sogar noch Stücke, die bei diesen 60 dabei sind, die es fast auch noch mal drauf geschafft hätten. Und dann gibt es Stücke, die vielleicht fertig werden, irgendwann mal, oder vielleicht nie fertig werden. Und dann kommst du an dieses Album, hast die 12 Stücke und musst ja dann auch noch entscheiden, wie du die Geschichte erzählst. Das heißt, in welcher Reihenfolge die Stücke sind. Was ist am Anfang, was ist am Schluss? Ja. Und damit kommen wir zur wirklichen, ich sag mal, der Königsdisziplin in dieser Konzeptalbumbranche, die ich weiterhin so aggressiv verfolge, weil die Komposition für mich eben das Ganze ist. Entweder das gesamte Konzert in der Denke und so. Es war schon immer schwierig für mich und auch mein Team irgendwie so was Einzelnes rauszupicken und zu sagen, das ist es jetzt. Das ist und wird nie gelingen. Wir haben das auf vielerlei Hinsicht probiert. Wir werden aber trotzdem weiter damit machen, immer weiter einen größeren Rahmen dazu setzen. Aber insgesamt habe ich hier das Gefühl gehabt, es geht um ein klassisches Heldenreiseprinzip, würde ich mal sagen. Es beginnt an einem Punkt und endet an einem anderen. Und man kann aber, wenn man hinten angekommen ist, und das durchverstanden hat, eben eigentlich nicht wieder zum Ursprung zurückkehren. Für mich ein sehr emanzipatives Album irgendwie. Es beginnt bei mir in einem anderen Zustand und eben in einem Zwischenraum. Also ich habe gemerkt, ich arbeite nicht mehr so, wie ich vorher gearbeitet habe. Ich bin auch nicht mehr so, wie ich 100% vorher war. Und irgendwas ändert sich gerade sehr stark in meinem Leben und habe deswegen auch die Ansätze komplett verändert und habe das erste Mal eigentlich Stücke gesammelt, während meine ganzen Alben vorab eher Prozessabbildungen waren. Ich habe eigentlich immer das, was da war, genommen und mit offenem Mund, während ein bisschen Spucke raustropft, sofort übertragen in eine fast Datei, also ohne Übergänge. Ich habe das eigentlich immer viel und oft so gelassen und jede Diskussion im Team, ob man das noch 2 Minuten kürzer machen könnte, wurde mit einem Schulterzucken abgelehnt. Wir haben das wirklich in sich geschlossen gelassen. Während bei Kluft das erste Mal wie so Tagebucheinträge entstanden sind, wo man noch mal hinterfragen muss, ist das von der Seele geschrieben oder ist das willst du gerade ein Konzept? Und so entstand eben eine Reihe von Skizzen, ein richtiger großer Eimer, noch nie wie zuvor, eben weil man auch nicht genau wusste, wer man war zu der Zeit. Und das ist bei der Kluft eben einzigartig. Ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft überhaupt nicht mehr so ist, sondern das ist dieser Zwischenraum, wo man keine Definition hatte. Also hat man auch von dem Output noch keine fertige Definition. Da waren Stücke dabei, das kannst du gar nicht glauben, dass die so lange überlebten. Da waren so filmmusische Stolperklamperstücke, die irgendwas wollten, aber auch natürlich auf ihre Weise spannend waren, aber gar nichts mit der ernsthaften Selbstreflexion zu tun hatten. Und da startet jetzt eine große Philosophiefrage eigentlich, wie man das rangeht. Und so ist Kluft eben markiert es eben Wegpunkte auf einer 2-jährigen Transformation. So würde ich es vielleicht versuchen runterzukürzen. War es an irgendeinem Punkt mal fraglich, wie die Instrumentierung und die Komposition auf Kluft aussehen würden? Also ich frage deshalb, weil ich finde, dass Kluft sehr, sehr nah dran ist an deinen Live-Auftritten.
Und nicht zuletzt deswegen, weil bei Kluft dieses komplett organische Zusammenspiel zwischen elektronischen Elementen, Field Recordings, Scope-artigen Kompositionen und eben Piano so toll funktioniert, als hättest du 8 Hände. Und so ist es halt auch live. Und dann gibt es aber zwischendurch Pausen, da sitzt du am Klavier und man hört sogar die Geräusche, die beim Spielen entstehen. All das, was ich aus deinen Konzerten eigentlich kenne. War das die Herangehensweise von Anfang an dieses Album? Es ist jeher ein Ziel gewesen, dass wir immer mehr in diese intuitive Musikerstellung kommen. Dadurch, dass das Musikrecording eben das so schlecht zulässt, Studioumgebungen, irgendwelche bezahlten Leute drumherum, irgendein Countdown, Timelines, ne? Und so. Das heißt, da droht die linke Gehirnhälfte mit ganz, ganz vielen Dingen, die einen von dieser Flussbewegung ablenken. Bei Kluft stand das aber das erste Mal auch so rein Lebenskapitel technisch zur Debatte, dass das Zeit hat und auf einmal so voller Optionen ist und man vor ganz vielen Entscheidungen eben zurücktreten konnte. Und ich weiß noch, ich habe mit Fabian, der auch quasi mein ganzes Team mitleitet, zusammengesessen bei unserem jährlichen Meeting in irgendeinem schön zurückgezogenen Hotel, wo noch niemand im Jahr mit Arbeiten beginnt, setzen wir uns oft zusammen und lassen Revue passieren und planen so für die Zukunft, was so alles daher kommt. Und da habe ich einfach mal diesen großen Skizzeneimer mitgebracht. Wir haben uns das angehört und es fiel ziemlich schnell auf, dass mein typischer Ansatz, dass ich Klavierstücke überall dazwischen bringe, in diesem Kontext nicht funktionieren wird. Bei mir sind die Klavierstücke was, ich sag mal, schon immer da gewesen ist. Also ich spiele, wenn ich Klavier spiele, das hat viel mit der Vergangenheit zu tun. Das sind ganz, ganz oft Rhythmen oder Metriken vom 13. bis 18. Lebensjahr oder so, da wo sie entstanden sind. Ich kehre ganz oft über die Klavierstücke in die Vergangenheit zurück. Und über Kluft oder beim Thema Kluft wurde ziemlich schnell klar, ich darf und kann diese Art von Weltflucht nicht mehr so betreiben. Das Kluft wird realer, Kluft wird klarer und beschäftigt sich tatsächlich das erste Mal mit dem Zeitgeist. Und so haben immer mehr Klavierstücke die Schritte zurückgemacht und mehr von den klangbasierten, viel so patternartige Stücke traten in den Vordergrund, weil die sich eben, weil man bei denen gemerkt hat, da meandert was, da ist irgendwas, da ist eine Reibung im Stück selbst schon drin. Und genau auf diese Reibung haben wir es abgesehen und haben sehr, sehr früh gemerkt, okay, das ganze Sehnsüchtige, das ganze Hoffnungsvolle wird hier keine Rolle spielen können. Und so hat Kluft eben die Aufgabe bekommen, Klänge miteinander zu vereinen, die auf was aus sind, die nicht so enden, wie sie begonnen haben, sondern das Album eben an einem Punkt beginnen muss, wo es auf keinen Fall wieder enden kann, was sehr, sehr oft bei mir in dieser Prozessentwicklung war. Ja, und da entsteht dann jetzt schon so ein bisschen der Ausblick, was kommt, also was kommt danach. Und da bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass diese Kluft überwunden ist. Wäre dann zum Beispiel auf Kluft das Stück Kid ein Beispiel dafür, dass Reibung vorhanden sein muss? Ist es auf einem Fender Rhodes gespielt? Das ist ein Wurlitzer. Wir haben dieses Wurlitzer absichtlich nicht an die elektronische Verstärkung angeschlossen, sondern in seinem Rohzustand an diese Klangzungen einfach Mikrofone dran gehalten, sodass das ganze Knacken und mein Atmen und eben da die Rolle spielen darf. Und das war ein reiner Soundcheck. Dieses Stück existierte nie und das kam quasi einfach nur, es ging darum, das so ein bisschen einzustellen und zu gucken, wie es klingt, und wir haben es einfach laufen lassen und da ist quasi so, man kann fast sagen, versehentlich eine Stimmung entstanden. Und diese versehentlichen Stimmungen sind eben die wahrhaftigsten, weil die eben noch keinen Filter bekommen haben. Und Kid, dass dieses kindliche und eigentlich so
auf Schönheit, und da sind wir genau bei dem Punkt, diese alten Klavierstücke, das ist eine Erinnerung an die alten Klavierstücke. Und das aber in so einen ganz einsamen Raum versetzt. Das Kit ist wie in so einer Anstalt gefangen, fast schon. Überall sind Wände und es kann dort drin eben nicht walten und ist deswegen auch so im Zentrum der Kluft, weil es sich da nicht, das wird sich da nicht ausleben können. Es ist eher eine Erinnerung, aber fast was Sentimentales dahinter. Dann ist es auch kein Zufall, dass die Buchstabenkombination KID, Kit, auch Kind bedeutet? Das könnte in dem Fall sogar stimmen, ja. Ich lasse das auch eigentlich sehr oft intuitiv fallen, diese Silben, so ganz programmiertechnisch so. Ich versuche so lautmalerisch wie möglich der Sache eine Stimmung zu verleihen und ich gehe davon aus, dass Kit eben eine Sehnsucht sicherlich für eine etwas einfachere Welt in dem Moment war. Eigentlich fast ein Klischee, ja, in dem man da folgte. Gut ertappt. Wenn wir schon dabei sind, wie wichtig ist dir das, wie du dich auch dem Instrument genähert hast, wie wichtig ist dir nach wie vor das Haptische, das Fühlen und Bedienen von Tasten, Reglern, auch mal Kabeln? Das ist und bleibt das ist der fast meditative Prozess, der mit so einer Musikerstellung einhergeht. Also alles, was fühlbar ist oder so direkt Schwingungen zurückgibt, deswegen auch meistens Flügel, Synthes spiele ich, wenn ich sie zu Hause einspiele, auch über lautere Anlagen ein, dass quasi die Bassvibrationen eben auch ein haptisches Gefühl geben. Hier steht noch ein Harmonium gegenüber. Ich habe eigentlich fast immer organische Ansätze. Ich brauche eine Art direktes Feedback. Das gibt mir das Gefühl, ich habe da KommunikationspartnerInnen eben vor mir oder mit mir. Und so auch das Kabel. Das ist wie so eine Caring-Arbeit, die man da leistet. Man kümmert sich noch mal ganz kurz, wie bei einem höflichen Begegnen, wie in diesem Gespräch irgendwie, und so auch mit jedem Gerät. Man stellt es noch mal dahin, man bringt es noch mal, man wischt es noch mal ab und kommt dann eben für eine kurze Zeit in Beziehung damit. Und wenn ich diese Beziehung nicht hätte, dann käme nicht das raus, was es ist. Ich werde nie ein Producer allein sein. Das wird nicht. Es muss dieses Instrumentale oder diese rohe Arbeit damit ist wichtigster Bestandteil. Und alle Menschen, die mich darauf hinweisen, wie ich daran zu sitzen habe und dass das alles irgendwann mal Rückenprobleme gibt, das wird sicher stimmen, aber es gibt keine Möglichkeit, aus dieser haptischen Bindung für eine Präsenz auszutreten. Ich werde immer in dem Moment, wo ich Tasten sehe, auf animalische Denkweisen zurückgreifen und mich dann voll darauf einlassen. Ich bin dann mit dem Gerät oder mit dem halt eben verschmolzen. Das geht gar nicht anders. Und das, was deine Ohren da hören und was du auch fühlst dabei, wenn du dann spielst, hast du das Gefühl, dass du immer noch Klänge suchst, die du vielleicht nie finden würdest? Würde ich jetzt mal so rein intuitiv natürlich mit Ja beantworten. Es ist und bleibt eine Suche. Und das ist das Schöne. Sonst würde man, glaube ich, auch nicht so lange Diskografien verfolgen, wenn man nicht die ganze Zeit weiter suchen würde. Und da ist der Klang eben eine gute Metapher für Vokabular. Und je mehr Vokabular man findet, desto besser kann man darüber sprechen. Je besser man darüber sprechen kann, desto ein besserer Diskurs kommt zustande. Und je mehr Diskurs zusammenkommt, dann hat man ein größeres Reibungspotenzial. Und genau da ist das Benzin für das, was ich tue. Und mit dieser Reibung kommt erst Entwicklung zustande. Und das ist die Kette. Der Diskurs, der entsteht ja auch in großen Teilen, oder vor allen Dingen live im Austausch mit deinem Publikum. Was mich jetzt überrascht an der Produktionsweise und überhaupt am Entstehungsprozess von Kluft ist, ich verfolge das ja jetzt schon länger, was du machst, und ich hatte an irgendeinem Punkt das Gefühl, dass bei dir dieser Prozess Album, Tour eigentlich umgedreht ist. So wie man es kennt, ist, eine Band macht ein Album, geht mit diesem Album auf Tour und spielt dann weitestgehend 1:1 die Stücke bei den Konzerten. Bei dir hatte ich immer das Gefühl, du machst ein Album, das kommt irgendwo her.
Und dann gehst du damit auf Tour und man muss schon wirklich ganz genau hinhören, um dieses Album 1:1 bei dir in den Konzerten zu hören. Und deswegen dachte ich, dass die Musik, die dann auf dem nächsten Album zu hören ist, eigentlich während dieser Konzerte entstanden ist. Das ist eine sehr, sehr schöne und richtige Beobachtung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass durch die Albumprozesse, die zu Hause vor allem mit sich stattfinden, eben Reflexionsprozesse anstoßen. Also Dinge bewusst machen, also ich will jetzt nicht fast im therapeutischen Sinn sagen, aber so Dinge bewusst machen, auf die man vorher noch nicht so gestoßen ist. Und mit diesem freigelegten oder sagen wir mal rüstungslosen Material geht man dann auf Tour, um das gemeinsam zu besprechen. Es ist ja das erste Mal, dass da ein wirkliches Resonieren stattfindet. Da gibt es ein Gegenüber, die hören das mit, die gehen das mit durch und bestärken dich eben in diesen Wahrnehmungen, aber auch in den fatalen Abbrüchen oder auch im Scheitern, aber auch im überschwänglichen Reiten von großen musischen Wellen. Also man hat auf einmal so das Zehnfache dieses Gefühls und da kommt dann der Prozess richtig in Gang. Mhm. Und du hast recht, nach der Tour ist nicht vor der Tour und jedes Mal kommt man quasi so selig und ach, hätte ich das vorher gewusst, wieder nach Hause und dann hätte man schon wieder ein anderes Album gemacht und deswegen kommt das ja, dass dann schon wieder so ein Würgeprozess beginnt und das nächste Stück sich schon anbahnt und das muss dann nach Hause oder das muss in die Richtung und so kann das nur in 1, 2, 3 Jahresabständen immer wieder neue Momentaufnahmen geben und so entstehen die Alben. Und live ist eben wirklich der Raffinerieprozess oder so. Also da wird es eigentlich verarbeitet, was man mit den Alben freigelegt hat. Ja. Kann man dann überhaupt beziffern, wie viel von dem, was du in den letzten 1, 2 Jahren live auf Bühnen aufgeführt hast, den Weg auf Kluft gefunden hat? Ich würde sagen, es ist schwer, da jetzt einen Prozentsatz zu nennen oder so. Es sind vor allem Herangehensweisen. Es geht gar nicht um die eine Melodie oder das eine Muster X oder den B-Part an der einen Stelle. Ich merke, dass es Haltungen sind, denen ich einem bestimmten Ding oder einer bestimmten Sache oder einem Loop gegenüberstehe. Zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, Rai, ja, das 4. Stück von Kluft oder so, ist eben eine Hommage an das Laufen lassen. Dinge, die man sich selbst vielleicht nicht im eigenen Dasein so oft erlaubt. Man möchte gern immer Lücken füllen. Man hat auch so grundsätzlich Angst vor Pausen. Man ist ständig in seinen Schaffensmetriken, erfindet ständig Aufgaben, um sich selbst zu stressen und so weiter. Und gerade im Musischen ist es eine große Sehnsucht von vielen MusikerInnen, die ich so in meiner Umgebung habe, dem Laufen lassen Raum zu verschaffen. Der hat das einfach stehen lassen oder da lief einfach der Ton. Das läuft einfach von A bis Z durch und so wird ziemlich oft so zwischen MusikerInnen eben erwähnt und so. Und ich merke, dass viele das sich gern erlauben würden und ganz oft am Ende doch bei einer 3 Minuten 30 großen Popkonstrukt landen, weil man doch wieder so Metriken folgt. Und ich habe halt hier beschlossen, die Stücke einfach zu lassen. Rai ist trotzdem wahnsinnig kurz, aber die Stücke in sich bei Kluft brauchten sich nicht viel zu verändern. Aber das Album in all seinen 12 Kapiteln, da war mir sehr wichtig, dass ich von Titel zu Titel große Veränderungen und vor allem Transformation spüre. Und habe mit Kluft das erste Mal so das Gefühl, dass ich den Stücken oder diesen Themen die grundsätzliche Mut, die Grundstimmung gelassen habe. Und das meine ich zum Beispiel mit einer Herangehensweise. Aber es gibt auch ganz andere Herangehensweisen. Ich nehme ein Thema von früher und fange an, über Variationen an ihm herumzuzerren. Hier und da ein Fenster zu öffnen und zu gucken, okay, wow, was können wir daraus noch machen? Dann mehrere Stücke eben auf modulare Weise zu kombinieren. Dann gab es bei Mehr, dem 5. Stück auf dem Album, eben einen Ansatz,
mit mindestens 10 oder 12 Instrumenten die gleiche Line unisono zu spielen. Absoluter Horror für jeden Mischer auf Gottes Erden und jede Mischerin natürlich auch. Und es ist eine völlig abstruse Idee, aber es ist halt auf so einfachen Herangehensweisen beginnen eben Denkmuster nicht mit zu viel Reflexion zu arbeiten, sondern erst mal zuzulassen. Und ich merke das immer, wenn es hier locker wird und ich nicht performe oder so oder sogar in diesem Interview ein bisschen darauf achte, dass wir hier gefilmt werden oder irgendwas, sondern in diesem Moment muss man wirklich in seine hängendste Haltung zurückkehren und die Sache zulassen. Und so erkenne ich dann, ob sie echt waren oder nicht, ob es ein guter Fang ist oder nicht. Würde denn ohne den Resonanzraum Publikum überhaupt neue Musik entstehen können bei dir? Tatsächlich auch, ja. Die Resonanzräume entstehen nicht nur im direkten Weg unter Menschen. Das ist nur ein verstärkender Resonanzraum in meinen Augen und Ohren. Aber schon allein das Klavier selbst, wenn man vorn das Verdeck abnimmt und man ist dann quasi wie in einem zusätzlichen Raum. So hat alles bei mir begonnen, als ich so 11, 12 Jahre alt war, weit reingebückt in das Klavier. Es war noch so eine tickende Wanduhr und die hat halt wie so eine Art Rhythmus vorgegeben, dem habe ich mich so untergeben. Da ist schon eine Art Resonanz entstanden, weil ich mit dieser Uhr einhergehe. Und dann beginnt eben nochmal mit dieser Schwingung. Also ich drücke eine Taste, dann wird die von Lasche 1 auf Hammer 2 übertragen. Die haut dann gegen eine Saite und die schwingt eben zurück zu mir aus einem hölzernen verkleinerten Raum. Und ich bin deswegen immer so vorgelehnt auf der Bühne, weil das noch meine urjugendliche Haltung war, möglichst intim und abgeschlossen von der Welt eben in diesem Raum zu agieren. Da sind schon sehr viele Resonanzräume. Das Gleiche ist dann immer, man kommt von der Schule nach Hause, man lädt dort quasi viel ab und nimmt wieder viel mit. Da entsteht viel. Dann, wenn man für Leute das erste Mal vorspielt, aber da geht es ja dann schon wieder los mit dieser menschlichen Resonanz. Dann zählt der Ort eben Tageszeit und man kann mit sehr, sehr vielen in Beziehung treten bei sowas. Aber auch allein entsteht vor allem auch oft in dieser Selbstresonanz und manchmal ist man ja auch wie zwiegespalten und so auch in der Kluft. Dieses Vorher-Nachher sind schon wieder zwei Personen, auch wenn nicht die selbst war, die miteinander in Beziehung treten müssen und da was bei rauskommen soll. Wie würdest du denn vor dem Hintergrund Kluft in deinem Gesamtwerk einordnen? Als Kluft vielleicht. Es ist wirklich ein Einschnitt auf eine Weise. Ich war selbst etwas irritiert davon, was momentan für Skizzen entstanden sind. Ich habe viel auf diesem Teppich hier gelegen, zu Hause, alle 4 Gliedmaßen von mir gestreckt und mir die Sachen angehört, neue Sachen gemacht, also mehr verworfen als sonst, viel von einem selbst nicht zugelassen, ganz viel übertrieben neue Sachen reingelassen, wo ich dachte, das wäre ja mal was man wirklich mittlerweile als albern bezeichnen würde, was da auch teilweise entstanden ist. Und das sind das waren so wichtige Prozesse, dass ich mit diesen neuen Ansätzen auch einen komplett neuen Ansatz schaffen musste. Ich hatte sowas Ähnliches schon mal mit Strom 2017, dass ich mich aus diesen Jugendsehnsüchten mit diesen erstmals elektronischen Instrumenten, die ich damals benutzt habe, raus emanzipieren wollte. Aber da waren die Synthesizer noch kilometerweit weg. Man hört diese Wesen und diese Größe nur in der Ferne. Also das Klavier ist immer noch das, was agiert und ist eher von fernen Synthes begleitet und so weiter. Und das, was sich damals angekündigt hat, hat sich jetzt bei Kluft freigelegt. Da kam ich jetzt nicht mehr drum rum, da real und ehrlich mit umzugehen, was da jetzt anlag. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, war mein erstes Konzert auf der Tour zu Strom und seitdem habe ich dich auf jeder Tour mindestens einmal gesehen. Deswegen konnte ich auch ganz gut mitverfolgen, was sich da verändert hat auf der Bühne und vor der Bühne. Und wenn wir das jetzt beide mal so ein bisschen Revue passieren lassen, bei deinem letzten Konzert, auch schon bei dem davor, hatte ich das Gefühl, dass wir immer näher an so eine Art
fast schon Zeremonie rankommen. Und dass dein Publikum sich auch total fallen und gehen lässt, weil du das ja auf der Bühne auch ein Stück weit vorlebst und ihnen die Möglichkeit gibst, loszulassen. Und ich meine, das ist ja ein sehr, sehr langer Prozess, da hinzukommen. Das geht nicht von heute auf morgen. Kannst du ein paar so signifikante Punkte nochmal Revue passieren lassen, die dahin geführt haben? Mhm. Spannend, diese Sichtweise. Ne? Also das ist natürlich umsäumt von gefährlichem Vokabular bis hin zu schwer esoterischen Größen, die wir hier umgehen wollen. Aber es ist und trotzdem alles zugelassen. Das ist das Schöne daran. Ich versuche immer so real wie möglich dahinter zu sehen, was es geht. Und am Ende sind da sicherlich Energien. Ne? Und ich gehe quasi, dadurch, dass ich mit mir selbst dort vorne, teilweise sogar mit Rücken zum Publikum, extrem ehrlich mit mir ins Gericht muss, stößt das wahrscheinlich auf passive Weise eben im Gegenüber an, das jetzt auch beruhigt mit sich zu tun. Man sitzt dort abgedunkelt in dem Raum, zwar als sehr große Gemeinschaft, egal in welcher Philharmonie und ganz, ganz viele Leute dort gemeinsam sitzen, aber am Ende eben auf eine schönere Weise allein als allein. Also man wird schon auf sich zurückgeworfen und das ist so meine Hauptbeobachtung, die ich sehe, dass vorher sehr viel Bewertung und Menschen bezahlen ja auch Eintritt und so, ne? Also dass ganz, ganz viele Entscheidungen erstmal dahin geführt haben, dass man da zusammensitzt und dann, dass nach dem Konzert irgendwie, so kitschig es auch klingen mag, aber die Dinge wieder angeglichener sind, hierarchische Unterschiede oder Grenzen oder Kulturen und alles rückt zusammen und wird extrem basale Menschlichkeit. Und das, daran habe ich gar nichts verändert. Ich saß am Anfang schon so da, nur konnte es in keinster Weise richtig kommunizieren und hab auch teilweise vergessen, da eine Leichtigkeit reinzubringen. Ich war dann immer so in mich gekehrt, dass ich halt quasi in den allerersten Konzerten noch gar nicht stolz genug darauf sein konnte, dass wir hier so ehrlich und dass wir so schön miteinander sein können. Und jetzt merke ich immer mehr, so nach 10 Jahren, dass das so ein tolles Privileg und auch gleichzeitig so so ein Traum ist, das so ausleben zu können, dass ich quasi auch alles mitbringen kann, ohne dass es fertiggestellt oder ohne dass Gedanken fertiggestellt. Ich muss dort nicht performen in dem Sinne. Ich halte es bis heute nicht für eine Performance, was da abgeht, sondern es ist quasi ein reales Abbild vom Hier und Jetzt, was man eben mit allen Gefühlslagen, die da eben gerade sind, zulassen darf. Und ich glaube, über diese ehrliche Herangehensweise kommen immer mehr Menschen zustande, die diese Authentizität eben wertschätzen. Und das werde ich auch weiter brutal so fahren. Und alle in meinem Team sind darauf angespitzt, sobald sich da 1 Millimeter was verändert, mir sofort einer runterzuhauen. Und diese Philosophie zu übertragen und nicht ein schönes Weichzeichnerbild in Schwarz-Weiß von einem Pianisten aus Deutschland über die Grenze zu schicken und das einfach so zu belassen, das wird nicht hinhauen. Und es sind eher diese Formate, die versuchen sollen zu erklären und vor allem wieder Prozesse in Gang setzen sollen, dass sich das eben auf authentische Weise weiterentwickeln darf. Es ist auch erstaunlich, wie dein Publikum mit dir gewachsen ist. Also bei den ersten Konzerten habe ich noch viele Leute gesehen, die vielleicht auch ein Abo haben bei ihrem Klassikhaus und die dann sehr aufrecht da saßen und so nach dem Motto, aha, jetzt wollen wir doch mal sehen, was dieses Wunderkind, dieser angeblich neue Mozart hier abliefert. Und inzwischen ist es aber so, dass ich bei deinem Publikum das Gefühl habe, das sind alles Leute, die würde ich nach dem Konzert zu mir nach Hause einladen. Das ist eine komplett arschlochfreie Zone. Ja, ich glaube daran wenn man überhaupt vom Messen reden kann, aber daran messe ich tatsächlich auch insgeheim für mich selbst, wenn ich so hinten schon mal durch den Vorhang Backstage gucke und gucke so durch die Reihen und denke mir so,
Alles auf eine Weise Freunde. Es ist ganz komisch, welchen Zusammenhalt das schürt. Und selbst wenn dann mal das große Jazzfestival anklopft und man hat ganz viel graumeliertes Publikum mit ganz, ganz engem Blick und so, habe ich das Gefühl, dass die Irritation, die man eben hervorruft durch diese Herangehensweise, also wir reden ja hier nicht von einer Jazz-Improvisation, dass ich, keine Ahnung, eine mixolydische Skala über eine Akkordfolge mal über 16 Takte improvisiere, sondern mir erst mal überlege, was ich überhaupt machen will. Und man kommt da in so eine ausverkaufte Philharmonie und dann sitzt man erst mal fast provokant 20 Sekunden da, atmet durch und überlegt sich, in welcher Tonart man starten will, dann irritiert das ungemein. Sowohl den Menschen, der vollkommen schick angezogen gerade mit einem Cremant da sitzt und eben Unterhaltung oder, weiß ich nicht, vielleicht sogar so einen Genie erleben möchte, sage ich mal ganz provokant. Und dann kommt aber eben Martin raus, ne? Und der sitzt da und überlegt sich, was da kommen mag. Und das darf sogar an der einen Stelle mal zwischen Genie und Wahnsinn schwanken, aber auch eben was ganz Einfachem folgen. Und da darf was klimpern, da darf was über die Stränge schlagen, da darf ein weißes Rauschen eben das schöne Stück wieder wegwaschen. Und dann ist da doch irgendwie auf einmal eine Komposition, die ganz forciert auf den Punkt zu folgt und mit ganz weichen Arpeggios auf einmal so, oh, was passiert jetzt? Und dann wird das wieder so energisch kaputt gemacht. Und das ist mittlerweile ein richtig schönes Spiel geworden, weil das eben alle Vorurteile, sage ich mal, sofort bündelt nach einer Viertelstunde, in so eine Kiste packt und die erstmal so aus dem Raum schiebt. Und dann habe ich immer das Gefühl, und das meinte ich vorhin eben auch mit dieser Angeglichenheit. Also es gibt nicht mehr, das braucht es auch gar nicht mehr, sich da eben abzuwenden. Deswegen hatte ich auch so lange Schwierigkeiten mit diesen perfektionierten Häusern, mit dem perfektionierten Vokabular um Neoklassik, um Modern Classic. Aber ich bin da mittlerweile aufgeschlossener dem gegenüber, weil das auf der einen Seite vielleicht gar nicht mein Recht ist, einen Musikstil oder ein Genre einzuordnen, aber es hat es eben erschwert, das mit so einer Leichtfüßigkeit zu nehmen, wenn auf einmal so, wie du schon sagst, der Next Mozart auf einmal da sitzen muss oder soll. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass diese Projektionen, bevor ich mich hingesetzt habe, da überall gekratzt und gejuckt haben, weil irgendwie, und je mehr jetzt eben die Menschen multipliziert werden, mit denen man eben danach Abendbrot essen würde, desto weniger hat sich das verändert. Und das ist von jung bis alt, vom wirklich tiefgehendsten Jazzer bis hin zur verhärtetsten Klassik haben wir mittlerweile alle Menschen dort sitzen, die einfach nur auch Mensch sein wollen. Das ist eine ganz traumhafte Entwicklung und der halte ich auch sehr energisch fest, dass das so bleibt. Ja, du hast dir ja sozusagen eine große Geborgenheit auch erspielt, so in Bezug auf dein Publikum. Es geht ja für dich auch sehr darum, dich wohlzufühlen in der Mitte der Menschen, die zu deinen Konzerten kommen. Glaubst du, dass mit auch ein Grund dafür sein könnte, dass man dir so vollkommen ungefiltert auch beim Scheitern zusehen kann? Das Zusehen beim Scheitern klingt quasi so, ne? Als hätte man irgendwie ein Konzept dafür entworfen, so selbstbewusst damit umzugehen. Aber du hast schon vollkommen recht. Das alles basiert auf diesem Geborgenheitsprinzip. Da brauchen wir nicht drum herum reden und da braucht man auch keine coolen Sprüche reißen. Es ist der wichtigste Punkt bei mir ist, da angenommen zu sein. Und das hilft mir eben, wenn die ganzen Menschen das annehmen, mich eben auch selbst anzunehmen und sich dann eben ganz anders zu trauen, diesen Wellen gegenüberzustehen. Das beste Konzert ist das geborgene Konzert. Die 150 Leute, wir provozieren immer wieder Konzerte in kleineren Locations. Wir versuchen immer wieder diese Intimität herzustellen, in der genau diese Geborgenheit möglich ist. So fahren wir eben ins Theater in Glauchau, aber eben auch in die größten Philharmonien, die da möglich sind. Aber auch Festivals, Hausdächer, Wiesen können unterschiedliche
Geborgenheitssituation eben erzeugen. Und ich brauche das von Grund auf. Früher hat man das sicherlich so als Pausenclown oder als harmoniesüchtiger Junge, der einfach immer irgendwie... Damit hat das begonnen und so langsam überträgt sich das eben in so eine... Nee, ich lag damals nicht falsch, sondern es gibt genau diese Menschheit, mit der man da irgendwie... Ich habe sie vielleicht nur nicht immer alle sofort gefunden im katholisch-ländlichen, ganz konservativen Thüringen an der Spitze, irgendwo versteckt im Wald. Und ich hab halt irgendwie laut rausgeschrien, scheinbar, auf eine Weise, obwohl ich es immer als sehr leise empfunden habe. Und es sind ganz, ganz viele Menschen dazugekommen. Und mittlerweile fühlt es sich wirklich an wie egal von wo wir hinfahren, eine Art Zuhause zu haben. Das ist schön, weil also ich finde so Momente bei Konzerten, wenn du ein Stück beginnst und dann sagst du nach 1-2 Minuten, es geht jetzt in eine ganz falsche Richtung, ich höre hier auf. Und niemand im Publikum erweckt für mich den Eindruck, als würde er das jetzt komisch finden. Es gab den großen einen Durchbruchmoment in der Elbphilharmonie 2017, wo ich das allererste Mal ein Konzert ein Jahr lang im Kopf zusammengesponnen habe. Wow, Eröffnungsjahr der Elbphilharmonie, das wird ausverkauft sein. Ich hatte noch nie so ein großes Konzert. Das erste Mal reagiert deine eigene Familie darauf, dass du Musiker bist. Das ist verrückt. Auf einmal sind so, kann man da Tickets kaufen? Ja, ihr hättet auch zu jedem anderen Konzert kommen können, aber jetzt alle. Und dann haben sich wirklich busseweise Familie dafür entschieden, Tickets dafür zu kaufen. Es war eine Wucht, also wirklich mehr als eine Hochzeit. Also es war wirklich verrückt und hatte da 150 eigene Familienmitglieder direkt als wie so eine eigene Ultrakurve in der Elbphilharmonie sitzen und haben eben diesen Raum erzeugt. Und dann fange ich an mit das erste Stück, das lief perfekt. Das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, nämlich ich habe keinen Plan gehabt. Ich habe vorher noch einmal im Backstage da aus diesen tollen Fenstern geguckt und bin dann einfach auf die Bühne gegangen, ohne einen Plan. Genau das erste Mal, wie ich es wirklich wollte. Eine richtig freie Imposition. Es war so ein heiliger Moment. Und ich fange das zweite Stück an und ich habe es schon so gemerkt, so und merke selbst, wie ich habe mich auf einmal so selbst betrachtet, was ich da mache. Und habe sofort gemerkt, wenn ich jetzt so weitermache, wenn ich diesen Weg jetzt einschlage, dann komme ich da auch nicht wieder raus. Und habe einfach ausgemacht. Das war das erste Mal. Und es ging tatsächlich eine Art Raunen durch das Publikum, weil ganz viele in dieser ausverkauften Elbphilharmonie waren gar keine Kohlstedt-KennerInnen, sage ich mal, sondern eben Menschen, die auch die Elbphilharmonie sehen wollten. Und das war so ein... Und das Schlimmste, was in so einem Haus passieren kann, ist eben ein Blackout oder sowas. Und auf einmal habe ich gemerkt, so alles fässt sich am Stuhl an, alle sind schick angezogen und oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Und dann alle haben kurz gesprochen. Und ich habe gesagt, jetzt gibt es 2 Optionen. Entweder ich beginne gesenkten Hauptes nochmal ein anderes Stück oder wir sprechen jetzt einfach kurz drüber. Und da ging auf einmal eine ganz neue... Und da kommen wir wieder zurück zum Thema Geborgenheit, also anerkannt zu sein vor sich selbst. Dann habe ich einfach gesagt, Leute, so habe ich mir jetzt nicht das zweite Stück in der Elbphilharmonie vorgestellt. Und dann auf einmal wurde aus diesem Verkrampften von allen Menschen so eine Art leichtes, es ging richtiges Gelächter und alles war so, ein Glück, es ist eine super Situation. Und dann habe ich, und von dem Moment an wusste ich, also war ich das Doppelte von vorher. Und das hat mir, also mit dieser neuen Erlaubnis ging es auf einmal richtig ab. Und dann musste man natürlich aufpassen, dass es nicht zum Konzept wird. Ich konnte nicht auf einmal bei jedem Auftritt, das scheiternde Stück provozieren. Mhm. Da fängt das Gehirn sofort an, das hat funktioniert, das hat funktioniert, das hat gestern funktioniert. Ja. Und so. Und da muss man knallhart in die Reflexion und zu sagen, nee, das kann auch mal nur Solo-Piano sein und du sprichst gar nicht zu den Leuten und verlierst 2 Tränen auf deine Hände und so und dann ist das ein Konzert und am nächsten Tag darf das auch mal
wahnwitzig werden, wie irgendwie in Göttingen auf dem Marktplatz, wo ganz viele Menschen, die ich wie so angeschrien habe mit allen Synthesizern von Anfang an und kam gar nicht zur Ruhe. Es durfte auf einmal alles sein und übertragen, ich durfte auf einmal alles sein. Und das war das war so, ja, nach diesem Schritt eben neu. Und ich dachte eben dann begriffen zu haben, wie es funktioniert, bis heute, bis jetzt zu diesem Album Kluft, wo ich nochmal 2 Schritte zurückgegangen bin. Das wäre meine Anschlussfrage auch gewesen, weil du gerade auch darüber gesprochen hast, du bist dann aufgestanden, hast was gesagt. Das sind für mich auch immer ganz besondere Momente bei deinen Konzerten, wenn du aufstehst und zum Publikum sprichst. Es ist immer sehr, sehr authentisch und auch oft sehr amüsant, wenn du Dinge erzählst. Aber ich denke mal, da musstest du ja auch erstmal so hinkommen. Du bist ja jetzt kein MC. Ja, ganz genau. Und gerade in diesem Spiel Präsenz und eben wieder in den Instrumenten verschwinden, geigelt einem der Kopf auch ein bisschen vor. So, ne? Also das eine ist eben begrüßen und das fiel mir jahrelang auch recht schwer. Was ist denn jetzt noch authentisch? Es ist auf jeden Fall höflich, erstmal alle zu begrüßen und so weiter. Aber früher war authentisch für mich, wie früher im Klavier zu verschwinden und am besten niemand ist da. So, ne? Und das war ganz schwer zu vereinen am Anfang, das weiß ich noch. Da gab es wirklich auch Konzerte, die so 1 Minute Stille hatten, wo ich auch selbst nicht weiter wusste, aber wo man auch nicht cool und lapidar die Frage ans Publikum stellt, wie machen wir denn weiter oder so. Ja. Sondern das war einfach so, die Zeit hat angehalten und aus so einer Minute wird live, das dehnt sich in so eine gefühlte 5 Minuten aus und du hast das Gefühl, okay, dein Atmen wird lauter und es ist so, also alle verziehen sich in ihre Stühle. Das ist schon verrückt, was da zustande kommt. Und das musste sich eben erst bilden. Man musste auch auf eine Weise werden, um das kommunizieren zu können, um ganz klar auch aufführen zu können, was da vonstatten geht. Und mit dem, was gerade in der Zeit passiert, also diese Kluft und das, was auch drumherum passiert, und werden eben gerade auch komplett neue Ängste freigeschaltet, komplett neue Wege geöffnet und auch geschlossen. Ne? Und das heißt, mit dieser ganzen Sicherheit, die man sich da so schön aufgebaut hat, fährt man jetzt anders. Und dafür brauchte ich neues Werkzeug. Und danach habe ich ja in den letzten 2 Jahren auch gesucht. Es ist ja wirklich manchmal so, dass man sich denkt, der redet sich gerade um Kopf und Kragen und trotzdem hat man keine Sekunde das Gefühl, dass es schlimm ist. Ja. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich nichts vorbereiten darf, so auch keine Ansagen. Und dann ist man da irgendwo mit seinem Abitur Englisch in Tschechien und redet sich eben um Kopf und Kragen, um die möglichst größte Freude darüber zu veräußern, dass alle gekommen sind und so. Und da gab es eben noch eine große Diskrepanz. Ja? Und das aneinander, in dem einander näher zu kommen, dass auch der Martin, der leichte Martin eben diesen schweren Themen auch so begegnen darf, das kann helfen. Und da kommen wir vielleicht zurück zum zeremoniellen Gedanken. Ich glaube, irgendwo da liegt der Kelch begraben oder wie man das nennt, dass das genau richtig miteinander einhergeht. Dass man diese schweren Themen anrühren darf, dass man eben diese Träne verlieren darf und dann wird es eben auch gefangen durch die absolute Menschlichkeit zwischendurch. Das darf was ganz Leichtes werden, dann darf aber auch mal ein völlig verrücktes Stück entstehen, was neben der Träne eher eine Freude auslöst. Und dann, wenn alles stattgefunden hat oder jedes Gefühl einmal, ist man hinterher wie einmal durchmassiert. Und dann ist das bei mir eben anders als bei vielen anderen KünstlerInnen, die ich im Kollegium habe oder so. Die sind danach immer sehr aufgedreht. Und das ist bei mir genau andersrum. Also nach dem Konzert bin ich in wie so einer Seelenruhe und meine Stimme ist, also alles ist so... Und dann fällt man wie ein Baby ins Hotelbett und alles ist an der richtigen Stelle. Und das kommt eben genau durch solche
sowas dürfen, ne? Also die Geborgenheit, diese Reflexion, dass alle das mitgehen, das Urteil und also ne, das ist dann alles aufgelöst, das gibt es dann alles nicht mehr. Das finde ich interessant, weil wenn man sich jetzt mal so die Intensität deiner Konzerte vor Augen führt, dein Können, dann diese Ansagen zwischendurch, würde mich jetzt zu dem Gedanken führen, dass du dich erstmal nach jedem Konzert eine Woche hinlegen musst, weil du alles rausgehauen hast. Stattdessen spielst du dann auf Tour ja fast jeden Tag ein Konzert. Trotzdem die Frage, versuchst du bei jedem Konzert 100% zu geben? Also wir haben ja schon gesagt, oder dein Publikum sagt, jedes Konzert ist anders. Gibt es trotzdem Tage, an denen du sagst, ich kann jetzt nicht 100% improvisieren, 100% alles laufen lassen. Ich mache jetzt vielleicht 70-30, benutze mehr Versatzstücke, von denen ich weiß, die funktionieren, in denen ich mich wohlfühle. Vielleicht sogar auch mal 50-50. Ich glaube schon in dem Wort versuchen ist die Falle. Versuchen ist schon wieder ein Ansatz, der reflektiert oder zusammengesteckt funktioniert. Und ja, genau aus dem Grund, als ich es damals noch versuchte, so in den ersten 3-4 Jahren, wo ich versuchte, mit diesem Konzept eben auf die Bühne zu kommen, war immer im Backstage-Raum kurz vorher, war man kreidebleich da in diesem blauen Neonlicht und hat sich gedacht, was hast du dir denn dabei nur gedacht? Und dann aus genau diesem Druck heraus erschafft oder will der Kopf tatsächlich eine Mini-Setlist erschaffen und versucht eben Versatzstücke zu erwecken, damit man quasi nicht argumentlos in die Diskussion startet. Aber das ist glücklicherweise mittlerweile noch mal anders, weil auch die Konzerte, die gerade, wo ich mich nicht ganz in meinem Körper fühle oder wo ich das Gefühl habe, heute ist nicht, gerade die ganz verrückte andere Sachen auslösen, wo mir dann die Menschen spiegeln, heute das war mir das Krasseste, was ich je von dir gehört habe oder so. Weil ich kann es auch nicht selber einschätzen, habe auch den Versuch aufgegeben, sinnlose Einschätzungen zu tätigen sondern die Konzerte sind was und wie sie sind. Und da ist eben mal ein ganz introvertiertes, zentriertes, da ist ein verrücktes elektronisches Luftschloss dabei, dann ist da ganz klavierlastiges, weil es der Tag so will und hergibt. Und so. Es gibt zarte Tage, es gibt harte Tage. Du kennst es selbst, wir haben Tagesformen und die eben anzunehmen und umzuwandeln. Das ist das Ziel. Und damit bleibt es 100% oder sagen wir mal diese Frage nach den 100% eben offen. Weil selbst ein Konzert, was mit einem Gähner von mir oder mit etwas Müden im Backstage startet, gerade dann den besten Zugriff auf das Unbewusste irgendwie gibt. Ich muss sagen, dass die Routine und je mehr ich hintereinander spiele, den Eintritt oder die Art des Rhythmuses so verbessert, dass ich sogar eher das Gefühl habe, nach einem Off-Tag, also wenn man irgendwie einen Tag in Tallinn Zeit hatte oder so und dann ins Konzert geht, dass das wieder mehr Arbeit ist, in diesen Zustand reinzukommen. Also ich fühle mich am wohlsten in der Routine immer da bleiben zu können. Man ist dann bis 17 Uhr müde, um 18 Uhr gibt's Essen und so ganz langsam wacht man auf, ist für 2 Stunden aktiv, dann ist man noch 2 Stunden am Merch und an denen kann man dann auch sehen, dass da einfach wie ein Perpetuum mobile entsteht, was Energie betrifft. Man bekommt alles in so großem Maße wieder, dass die Energie für den nächsten Tag mindestens reserviert ist. Ich bin nach einer Tour eher vitaler. Ich habe auch nach der letzten Europatour kam die Kluft. Da kam die Arbeitsfreude. Da ist nichts mit ins Loch fallen und so. Und das Einzige, was man zwischendurch gern möchte, ist wirklich mal wieder kurz allein. Also der soziale Akku ist natürlich, so sehr man das auch liebt, aber irgendwann mal sehnt man sich nach der Stille und da geht man dann in den Wald oder in die Natur oder was weiß immer. Da gibt's Metriken für. Aber an sich ist das ein Selbstgesundungsprozess, so auf Tour zu fahren, wo man denkt, oh Gott, das ist ja nicht schaffbar. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf dein Schaffen, beginnend mit Tag und bis jetzt zu Kluft, was würdest du denn sagen, ist der rote Faden, die dominante Haltung in deiner Musik, in deinem Schaffen? Oh, da hätte ich jetzt gehofft, dass du mir das sagen kannst. Ich kann dir das gar nicht ganz genau sagen. Ich weiß nur, dass die Herangehensweisen eben
dass ich die versuche zu reflektieren. Wir haben Tastaturen, Klaviere, es beginnt auch meistens harmonisch am Klavier. Ich sehe auch für mich selbst, dass es instrumental bleiben muss und sollte. Ich singe auch eigentlich gern mal, aber sobald ich Dinge anfange in Worte zu versetzen oder sobald ich merke, ich wandele es mit dem verkopften Teil meines Kopfes irgendwie verliert es jeglichen Reiz und auch an Schönheit und wird einfach nur ein Pappgebilde. Das heißt irgendwie diesen Austausch, den ich da eben die ganze Zeit mit mir pflege, den eben gesund aufrechtzuerhalten. Dafür muss ich jedoch eine gute persönliche Entwicklung hinlegen. Ich kann nicht anhalten, weil sonst bleibt auch das Musische stehen. Ich werde immer neue Lebenskapitel da zulassen müssen und solange das eben so bleibt und ich noch nicht, ich sag mal, sesshaft werde oder mich einfach nur auf meinen Ruf verlasse oder irgendwas dergleichen, dann bleibt das dynamisch. Und das ist das Allerwichtigste, dass Kontraste entstehen und Reflexionsprozesse stattfinden. Und das geht als Leitfaden durch das ganze Projekt in jeder Entscheidung. Und so sicherlich auch bei jedem angefangenen Musikstück, ob live oder auf dem Album. Weil du mich gefragt hast, ich kann dir gerne sagen, da bin ich jetzt gespannt, was ich in deiner Musik sehe. Mir schenkt deine Musik Freiheit. Und das ist eines der größten Geschenke, die mir Musik, Kunst generell machen kann. Ich höre die Musik und ich kann loslassen und denke mir, alles ist okay. Wow, dann funktioniert dann genau diese Sehnsucht, mit der man da eben auch rangeht. Und wir haben ja eben über Geborgenheit und sich selbst was erlauben und so. Also diese Freiheitssehnsucht, die da eben mit drin steckt, dass die Übertragung findet, das macht natürlich schwer was aus. Schwer glücklich, muss ich sagen. Gerade das ist eine wunderbare Sache, weil das die Suche nach genau dieser Freiheit eben das bleiben wird. Und das habe ich, glaube ich, eben auch versucht mit diesen Reflexionsprozessen und dass das echt bleiben muss und so. Das sind ja eher so Druckmaßnahmen, das ist eine typische ostdeutsche Herangehensweise, dass man immer erstmal so, das darf sich nicht verändern. Aber von dir kommt das gerade sehr viel schöner und gehaltener mit dieser Freiheit. Es ist die Grundlage von dem, dass man schon, sonst hätte das auch nicht in der Jugend begonnen, sag ich mal. So, dass man sich auf einmal für dieses Instrument interessiert und einen dritten Platz braucht neben dem Schul-Martin und dem, keine Ahnung, dem Jungen, der irgendwie ja da einfach zwischen den anderen als stattfindet. Aber ja, man brauchte was Eigenes. Und damit begann sicherlich der erste freie Raum für einen selbst. Und ich weiß, dass ich mich in allem beeinflussen lassen habe. Aber wenn es um die Musik ging, habe ich so Eckzähne ausgefahren. Und die Freiheit habe ich eben auch verteidigt. So, das war eine Sache, das ging nicht. Ja, habe auch wahrscheinlich für diese Freiheit ein Stück weit gekämpft, bis heute. Das tauchte jetzt ja schon an mehreren Punkten unseres Gesprächs auf, deine Herkunft. Und vielleicht ist es auch so diese, ja, kann ich mal so leichte biografische Übereinstimmung zwischen uns. Du bist zwar 19 Jahre jünger als ich, aber wir sind beide in einem sehr katholisch geprägten Umfeld aufgewachsen. Ich in Oberbayern in der Nähe von Ingolstadt, du im Eichsfeld, so, das war ja die katholische Enklave oder ist in der ehemaligen DDR. Und wie hat sich so dieses Unfrei, das du jetzt versuchst ja immer noch zu bekämpfen und abzulegen, wie hat sich das für dich im Alltag dargestellt als Kind und Heranwachsender? Ich glaube, das ist so was jeden Menschen auf eine Weise betrifft. Ne? Also auch, ich vermute, dass so im Beginn der Pubertät eben sich jede Form von Selbstbefreiungsprozess eingegangen. Bei uns sicherlich auf eine Weise nochmal verhärtet wegen dieser ganzen Regeln, die geherrscht haben. Ich hatte sicherlich auf eine Weise eine Traumkindheit auf einem Bauernhof mit allem Drum und Dran. Ich hatte Mutti und Paps und viel gearbeitet und so wie das halt eben war. Und sonntags ging es in die Kirche. Aber ich habe sehr früh gemerkt, dass ja, wenn man in dem Moment, wo man auf eine Weise zärter tickt und da irgendwie dazwischen eben auch
es ging ja die ganze Zeit um Gewinnen, Verlieren, Schulnoten. Ich war in sehr, sehr vielen Sportvereinen. Es war eben ein Leistungsmotiv. Und das ist auch auf eine Weise immer noch ein anteiliger, gesunder Part in mir, aber eben auch ein großer ungesunder. Und ich merke, dass die beiden immer wieder clashen, wenn es darum geht, wenn der musische Martin sagt, so jetzt sei mal bitte ruhig, Martin, mit deinen ganzen panischen Vorausberechnungen und allem, was da stattfindet. Mir wurde schon sehr stark mitgegeben, dass man sehr, sehr viel tun, sehr, sehr viel befürchten, sehr, sehr viel berechnen soll bei dem, was da kommen mag. Das ist dann halt durch dieses ländliche, katholische, durch das Konservative eben sehr gut geprägt. Aber da kommt eben auch was rein, was Naturnahes, was Echtes, was Haptisches, von dem wir vorhin auch sprachen. Der direkte Umgang damit. Man quatscht nicht nur, sondern man macht. Und durch das Machen entstehen eher so nächste Level der eigenen Persönlichkeiten, auch der eigenen Person. Und das ist schon eher das Gute, was mitgekommen ist. Aber es ist auf eine Weise unfrei, weil man sich selbst in so einer Art Knebelvertrag hat. Also ich habe in dem Moment damals, wo man das eigene Label gegründet hat, schon gemerkt, dass ich mich selbst auch irgendwie immer drücke. Und neben diesem ganzen Drücken sicherlich auch eine Unterdrückung auch immer wieder Anteile hat. Und das ist das wird wohl immer eine Rolle spielen. Das kann ich wohl auserlegen und immer wieder neu erklären, wie ich möchte. Aber es ist und bleibt Teil meines Charakters, eben diese Ambivalenz. Man ist auf eine Weise, irgendwie leitet man ein Label oder man hat viel Verantwortung für andere Leute. Das sind ja auch ganz, ganz viele im Team und auch mit auf Reisen. Und das eben gleichzusetzen mit diesem 11-jährigen Martin, der da mit 2 Fingern an so einer Uhr zu Hause am Klavier mit offenem Mund an ein paar Sachen vollkommen frei rumgetippt hat, macht ja ziemlich schnell klar, dass Freiheit eben auch eine Illusion ist. Man kann gewisse Sachen nicht stattfinden lassen ohne Geld. Man kann, und mit dieser wachsenden Realität und diesen ganzen Verstrickungen dazwischen entsteht quasi wie so eine transformative Freiheit. Es braucht eben das eine und das andere und dann kommt da ein viel realerer Bezug zu und der ist wohl das Wichtigste. Aber ich befreie mich immer noch von Rüstungen. Mit jedem Live-Stück, was ich spiele, mit jedem Ausschrei oder in dem Moment, wo der Synthi sich wie ein Filzstift über die filigrane Bleistiftzeichnung von Klavierstück legt, merke ich, dass es mir auch darum geht, bewusst und eben auch selbstbewusst Entscheidungen zu treffen und auch in der Musik zu treffen, was mir bis heute im realen Leben noch schwer fällt. Da bin ich wahrhaftiger. Ja. Ich finde es bemerkenswert, dass wir in exakt dem gleichen Alter angefangen haben, Klavier zu spielen. Ich hatte dann 4 Jahre Unterricht, bin aber dann Goth geworden, habe jedes Woche eine Prügel bezogen von der Dorfjugend. Und jetzt guck uns an. Also du bist der du bist und ich habe das große Vergnügen, mit dir über dich sprechen zu dürfen. Aber wie sich Biografien manchmal entwickeln. Und jetzt frag mich bitte nicht, wie gut ich noch Klavier spiele heute. Nee, wird nicht passieren. Jetzt haben wir den Salat, jetzt sitzen wir hier. Aber mich hat es erstaunt, als ich dann in deiner Biografie ein bisschen gewühlt habe, dass du wirklich ja erst so relativ spät angefangen hast. Ja. Ich glaube, das ist bei mir oder bei dieser Herangehensweise auch der Schlüssel gewesen. In dem Moment, wo, ich sag mal, frühe oder sehr harte, und das wäre es im Eichsfeld sicher gewesen, in dem Moment, wo man da den Klavierunterricht begonnen hätte, wäre eben nach russischer Klavierschule, dann säße ich hier auch heute anders, glaube ich. Dann würde ich so mit dir sprechen. Und da hat was stattgefunden. Natürlich hatte ich Musikschule Fröhlich und Melodika und da bin ich auch sehr dankbar für, aber das war eher so spielerischer Ansatz. Ne? Und dass ich aber dieses verstimmte Klavier im Wohnzimmer entdecken durfte, für mich ganz allein mit der eigenen Zeit. Alle waren außer Haus. Ich habe mir den Kamin angemacht, es hat so geflackert und man hätte auch einfach den Fernseher anmachen können und diesen einzigen Abend, den man mal so für sich hatte, als 11-Jähriger irgendwie anders verbringen kann. Aber es war so, dass ich durch Papps Münzsammlung, so der typische Schreibtisch, den man mal öffnet und sich alles anguckt und so. Und da lag in dieser Münzsammlung, weiß ich noch, dieser Schlüssel. Und der
wusste ich nicht, wo er passt. Und dann sehe ich eben dieses Schlüsselloch da am Klavier und dann passt er da so rein. Das war wie so der echte Schlüsselmoment. Und dann öffne ich das und es war furchtbar verstimmt, aber es kam halt Krach raus, das Beste, was passieren konnte. Und ich war eben allein und weiß, dass ich jetzt noch stundenlang Zeit habe. Und ich glaube, diese ganzen Umstände, die da eben waren, diese tickende Uhr, das knisternde Feuer, die Zeit, die ich hatte und dass ich rumprobiert habe, ohne dass jemand über die Schulter geguckt hat, ohne dass ich jemandem gerecht werden muss, ohne dass es eine zusätzliche Unterrichtsstunde war, haben sich eben Dinge in Bewegung gesetzt, die überhaupt noch nicht viel waren und verlangt haben. Das war die einzig noch funktionierende Taste war so ein A und ich habe dann halt quasi noch so restweiße Tasten oben gedrückt und das einfach in so einem recht einfachen Rhythmus, ohne große Herangehensweise. Und das war super. Das habe ich dann noch wochenlang gemacht. Immer wenn ich Zeit hatte oder die Möglichkeit hatte, das da zu machen, habe ich das gemacht. Und das hat sich über 3 Jahre richtig ohne Unterricht zu einem eigenen so ganz automatischen Prozess auch nach der Schule entwickelt, dass ich mich da so kurz dran gesessen habe. Und dann haben wir entschieden, Mensch, der Martin, der könnte ja mal zur Musikschule. Und dann hat das, was ich da selbst schon rausgefunden habe, eben Vokabular gekriegt. Und man konnte das weiterentwickeln. Und da war ich aber eben schon ein bisschen in der eigenen Haltung und habe halt nicht mit Klavier begonnen, sondern noch besser. Damals war das Keyboard-Unterricht, den es da in Leinefelde gab. Und das war eher Akkordtheorie. Das war ein bisschen jazzigerer Ansatz und lockerer. Das hat der Sache eben geholfen, dass man selbst mit einer intrinsischen Motivation weiter gräbt und gräbt und gräbt. Und ich habe eher immer was zum Unterricht mit hingebracht. Und habe dann wieder, ich habe hier wieder was, das musst du dir mal anhören. Und so. Und dann weiß ich noch, wie der Lehrer gesagt hat, der Martin, der macht seine Hausaufgaben nicht. Und dann, bevor er ausreden konnte, hat meine Mutter gesagt, na dann melden wir ihn wieder ab. Und dann habe ich geheult wie ein Schlosshund. Nein, ihr versteht, aber der Junge spielt so viel Klavier und er kann nicht mal die Hausaufgaben, scheinbar nichts los bei dem. Und das war, das meine ich mit Verteidigung der Freiheit, während ich immer alles so mit mir machen ließ und so. Aber da war ich auf einmal so, nein! Da war ich richtig, das waren alle erschrocken, wie ich da im Auto reagierte, als so beschlossen wurde, dann müssen wir das halt wieder lassen. Dann habe ich eben beschlossen, auch ein paar der Hausaufgaben oder der Vorschläge des damaligen Lehrers mitzumachen. Aber es war immer das eigene, dann habe ich wieder was Neues im Unterricht gelernt und das habe ich aber umgewandelt zu Hause und dann habe ich Backstreet Boys mit Chopin zusammengeknallt und dann noch irgendwie Phil Collins. Es wurde immer verwirrter und so entstand eigentlich sehr früh eine modulare Art, auch Genres zu betrachten. Ich habe dann einfach alles verwürfelt, wie es nur ging. Man ging auf wie ein Krokus. Es war auf einmal alles möglich. Das war eine wahnsinnig schöne Zeit. Ist dieses Kind heute immer noch in dir, wenn du Musik machst? Ja. Und da bin ich auch froh drum. Es lässt sich des Öfteren blicken. Und vor allem kann man es sogar ein bisschen rauskitzeln. Es gab dann irgendwann meditative Ansätze, wo man zurück in dieses Gefühl kommen kann. Und deswegen sind diese Routinen eben auch so gut, ne? Mit diesen aneinander geketteten Konzerten. Das heißt, ich gehe teilweise absichtlich in die Zwei-Finger-Haltung und also man gibt sich absichtlich in ein kindliches Muster, was dann erst durch mehrere Loops komplexer wird oder so. Mir ist es sehr wichtig, dass der Anfang eines Gebildes schon ein Statement hat. Und wenn man irgendwie zu viel will am Anfang, fängt man nicht an und dann baut man eben falsche Konstrukte auf. Und wenn man aber mit wenig beginnt und es langsam mehr werden lässt, die Dinge eben zulässt, wartet, bis es passiert, dann sind da andere Potenziale. Und das würde gar nicht ohne das Kind gehen, was einfach rumprobiert. Du hast von diesem einen Schlüsselerlebnis gesprochen. Gibt es noch andere, die dich und deine Musik zu dem gemacht haben, der du heute bist? Also ich könnte jetzt eine riesige Liste an eigenen Erfahrungen
Das, keine Ahnung, man könnte das recht altromantisch gestalten, von den Lieben des Lebens bis hin zu irgendwelchen ersten Surferlebnissen. Ich glaube, es ist Quatsch, das zu raffen, denn jeder Mensch hat quasi eine eigene, also so diese Punkte im Leben, die einen zu dem gemacht haben, was sie sind. So ist das bei mir eben auch. Man könnte da jetzt ganz privat werden. Es gab große Familieneinschläge, es gab aber auch ganz, ganz wundervolle Erlebnisse in großen Gemeinschaften, in aller Liebe und Freundschaft. Ich glaube, es ist die Summe all dieser Dinge, die eben für Konfliktpotenzial sorgen. Oder das ist genau, und da haben wir vorhin schon gesagt, wenn das das Benzin bliebe, ist es gut. Ich hoffe, es ist weniger Negatives, was da kommen mag, sondern eher das Schöne. Man versucht aber trotzdem alles mit einzubeziehen. Und da gehört eine Weltsituation dazu, da gehören Konflikte dazu, da gehört aber auch das Kleinste dazu. Das ist dann irgendwie einen langen Spaziergang zu machen. Ich glaube, es ist unnötig, das in Worte zu fassen. Es ist ein Erfahrungscluster, was das immer wieder ernährt. Ein Motiv, das auch öfter in diesem Gespräch schon auftauchte, ist die Natur, draußen sein. Du hast neben der Musik noch verschiedene Projekte, Programmieren, Filmmusik und eben The Forest, der Wald. Und da wollte ich mit dir noch gerne drüber sprechen. Was steckt dahinter, woher kommt's und wie kann man dabei sein? Das ist wirklich mein Herzensprojekt. Das lief auch ganz, ganz lange unter Radar. Ich habe schon eigentlich als 12-, 13-Jähriger mit vielen Freunden solche Waldaktionen gestartet, wo wir immer so Müllaufleserunden, also man ist ja erst mal im Eichsfeld aufgewachsen. Unser Dorf ist eingekesselt von Wald. Man war wie abgeschnitten von der Außenwelt. Deswegen ist dort eben auch diese Restenklave übrig. Und mein Vater selbst Forstamtsleiter und dadurch gab es wenig Computer. Wenn mein Vater uns am Computer gesehen hat, hat er den Stecker rausgerissen und uns rausgejagt. War man natürlich damals nicht so einverstanden mit, aber heutzutage mit dem Wissen und mit den ganzen Sachen, die sich im Wald und um den Wald angehäuft haben, ein wirklicher Segen irgendwie. Ich merke, dass neben dem vielen Fiktiven, also alles, was wir hier besprochen haben, hat ja auch nicht immer was zu greifen. Also das Lied, wann ist es fertig, die Improvisation verpufft, hat sich in mir schon weiterhin diese alte Idee weiterentwickelt, eben das, was wirklich Haptisches und nochmal so ganz nachhaltig Bleibendes. Na klar, die Musik wird auch bleiben, aber der Wald, der hat mich nie losgelassen. Und so entstand eben die Idee, jetzt mit den steigenden Mitteln, sage ich mal, und der steigenden Bekanntheit, um die ich mehr als dankbar bin und mich da auch irgendwie in der Freude sehe, das, was über ist, einfach wieder zurückzugeben. So, da kommen ja Menschen zu meinem Konzert und gucken mir dabei zu, wie ich mich weiterentwickeln möchte oder so. Und das ist ja das Allerschönste dann. Also wenn so eine Win-Win entsteht und begonnen hat es dann eben, dass wir unsere Touren ausgeglichen haben und alles damit einhergehende, aber es hat sich schon zu was Größerem entwickelt. Bereits das 5. Waldareal ist gerade in Verhandlung und wir wandeln eben kaputte Wälder, Monokulturen und Kahlflächen wieder in intakten Wald um. Ohne natürlich irgendeinen wirtschaftlichen Gedanken, aber trotzdem mit einem mit einem klimapositiven Gedanken, dass das ein Wald ist, der sowohl allen Zukunftswidrigkeiten zum Trotze stehen darf und kann. Und das machen wir mittlerweile als richtig kleiner Verein drumherum. Da steht irgendwie so eine gemeinnützig gedachte Firma dahinter, mit der wir einfach Wald reparieren. Und das hat auf einmal einen soziokulturellen Faktor in Gang gebracht, den wir auch unterschätzt haben, dass da Hunderte von Leuten, die wir mittlerweile mit so Flixbussen an so Aufforstungsaktionen ranfahren, mittlerweile 5000 Bäume ein neues Zuhause geben konnte. Wir haben dann ein richtig kleines Event draus gemacht, wo Leute immer wieder zusammenkommen, sich kennenlernen, mir näher kommen können, aber auch eben sich gegenseitig kennenlernen. Wir sind im Austausch mit
allen Parteien, die sonst nicht zusammenkommen. Da hast du da mal Leute vom NABU, da mal Leute vom Forst, da mal Leute, die irgendwie moderne Agroforsttheorien mitbringen und dann entstehen kleine Diskussionen. Also es ist ein super gesundes Win-Win-Projekt, was dann auch in ewiger Rente, wenn man vielleicht nicht mehr so rumreisen kann, irgendwie bleiben wird. So wie hoffentlich die Musik. Macht einen die Natur deshalb so glücklich, weil sie keine Meinung von einem hat? Das ist ein schöner Gedanke. Kein Urteil. Die spucken nicht auf dich runter, die Bäume. Aber auch das tun sie manchmal. Wenn man so Springkraut entfernt, dann klatscht dieser Samen von dem Springkraut immer ins Gesicht. Nein, also es ist, ich glaube, was den Wald so unendlich wichtig für mich macht, ist, dass er nicht auf diese überkitschige Weise der Ort ist, wo die Bäume und alte Wesen und neue Wesen, und man fühlt sich wie ein kleiner Punkt. Die Ausrede ist mir mittlerweile zu einfach. Es geht vielmehr darum, dass diese Gedanken, von denen wir die ganze Zeit sprachen, wie die in Bewegung geraten, wie man verarbeitet, dass der Wald den besten Verarbeitungsraum bietet. Da ist wie damals bei Windows dieser Defragmentierungsprozess, der da laufen muss. Also alles muss in die richtigen Regale geräumt werden. Der Wald schafft es eben auch durch körperliche Arbeit eben oder durch das Pflegen und Hegen von etwas anderem in so einer übersetzten Nächstenliebeform, sage ich mal. Die Gedanken kommen von ganz allein an die richtige Stelle. Das ist aber das erschafft eben keine Bildnisse und keine Gedichtsform und so, sondern da haben Gedanken ihren Platz dazwischen lang zu spazieren oder sich auch mal aufzulösen oder in neue umzuwandeln. Und deswegen brauche ich das so oder so ähnlich wie die Bühne und das Klavier oder die Verarbeitungszeiten, ist das zu einem sehr, sehr wichtigen Bestandteil des Daseins geworden. Und glücklicherweise mittlerweile auch schon für viele, viele, viele andere. Martin, jetzt haben wir uns ein Weilchen unterhalten. Ich komme zu meiner letzten Frage. Was ist bei dir stärker entwickelt? Die Angst, vollkommen durchschaut und entschlüsselt zu werden, oder die Sehnsucht, erkannt und gesehen zu werden? Das ist wirklich die beste Frage, die ich jemals bekommen habe. Und ich wage sogar zu behaupten, wenn ich ehrlich mit mir sein muss, dass es das Zweite ist. Also das soll gefunden, entschlüsselt und brachgelegt werden. Also ich möchte auseinanderklamüsert sein. Ich möchte in allem Detail meinen Programmierungscode kennenlernen und das aber nicht in so einer Selbstorbit-Wissensgeschichte, sondern um halt eben darin irgendwann ganz, ganz frei sein zu dürfen. Also das ist davon unmittelbar abhängig. Ja. Wird es auch bleiben. Ich glaube, wenn wir in 30 Jahren wieder hier sitzen, Markus, dann wird diese Frage wieder genauso beantwortet. Ich bin gespannt. Ich arbeite darauf hin. Martin, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Musik, für dich. Dankeschön, dass du das hier mit mir gemacht hast.